Herzlich willkommen zu Staffel 1, Folge 1 von The Creators, der Show, in der 6 Content Creator in 5 Kreativ-Challenges gegeneinander antreten. Oh mein Gott, zu lang gefilmt. An 5 Locations in Thüringen erwarten die Teilnehmer 5 unterschiedliche Foto- und Video-Challenges, in denen sie ihr Können und ihre Kreativität unter Beweis stellen. Ich fand es einfach spannend, quasi eine Woche mit Charakteren zu verbringen, wo ich weiß, alle sind Content-Schaffende. Und die sind total anders drauf als ich. Boah, fuck. Okay, Drohne ist im Wasser. I don't want to be strong. Tag 3 und ich bin fix und fertig. Easy. Ja. Boah, ist das geil! Los geht's in der Landeshauptstadt Erfurt. Und hier kommen die Teilnehmer der ersten Staffel von The Creators. Josef Lotter, aka OpenISO. Sein Motto: Anders sein bringt Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich bin ganz vorne dabei. Ich glaube, ich habe eine Geheimwaffe und das ist mein Hund. Die Cuteness, damit kriege ich jeden. Er kombiniert Retro-Stil mit Individualität und fällt durch seine unkonventionelle Herangehensweise sowie durch seine ausdrucksstarken Arbeiten auf. Sasan Amir. Er begeistert als Tierfilmer und auf Social Media Millionen Follower. Auf seinen Reisen um die Welt setzt er sich zudem für Natur- und Tierschutz ein. Also Storytelling zum Beispiel mal zu machen spontan fällt mir gar nicht so einfach. Ich arbeite normalerweise immer mit Tieren zusammen. Da muss ich mal gucken, wie meine Improvisationskünste sind, aber im Endeffekt mit ein bisschen Druck geht das schon. Andreas App, bekannt als YouTuber und Filmemacher. Auf seinem Channel vermittelt er durch praxisnahe Tutorials Filmwissen an seine Community. Als hervorragender Allrounder ist er mit allen Wassern gewaschen, egal ob es ums Licht, Ton oder Storytelling geht. Keine Ahnung, also ich glaube, ich habe bei den Video-Challenges eine gute Chance, aber ich glaube, ich kacke bei Foto voll ab. Susanna Kosa ist Gründerin von Say Mahalo und spezialisiert auf emotionale Geschichten im Outdoor-Bereich. Sie arbeitet für Marken wie BMW und JBL, unterstützt NGOs ehrenamtlich und ist eine echte Expertin für den gesamten Kreativprozess. Ich glaube, ich bin hier die Quotentante und ich würde sagen, meine Stärken, die ich mitbringe, ist in erster Linie Storytelling und sehr viel Humor. Unser Host Dennis Schmelz. Er ist Initiator von The Creators und bekannt für seine preisgekrönten Reisefilme und Fotografien. Seine Werke wurden bereits in Cannes, Dubai oder am Times Square ausgestellt und mittlerweile ist er mit seinem aktuellen Bildband Augenblicke auch erfolgreicher Buchautor. Mein größter Vorteil ist auf jeden Fall der Heimvorteil. Keiner kennt sich so gut aus wie ich und das werde ich natürlich nutzen. Und last but not least, Arvid Safai. Er ist eine wahre Content-Maschine und einer der gefragtesten Foto- und Videografen auf Instagram. Also ich fackel nicht lange rum, bin nur traurig für die anderen, wenn sie verlieren. Fühle ich ein bisschen mit für die, aber ansonsten freue ich mich natürlich drauf. Mit einer riesigen, hochaktiven Community setzt er Maßstäbe in Content Creation und Cinematic Storytelling. Und mein Auftritt. Ich heiße Laura und bin Spiel- und Produktionsleiterin von The Creators. Bevor es so richtig losgehen kann, erkläre ich aber erstmal die Spielregeln. Die Regeln von The Creators sind eigentlich ganz simpel. 6 Content Creator treten in 5 Kreativ-Challenges gegeneinander an. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Als Preis erhält der Gewinner nichts Geringeres als eine niegelnagelneue Sony Alpha 1 Mark II im Wert von knapp 8.000 €. Und mit diesem Hauptpreis hat's noch so ein bisschen was auf sich. Kommentiert, teilt, liked und hypt die einzelnen Folgen und abonniert diesen Kanal. Vielleicht wird am Ende genau diese Kamera noch jemanden von euch überraschen. Punkte geben sich die Creator dabei gegenseitig. Nach jeder Challenge ranken sie die Ergebnisse von den anderen von 1 bis 5. Dazu kommt noch die Wertung des Challenge-Gebers, also der Person, die sich die Challenge ausgedacht und den Creators gestellt hat. Beide Wertungen zählen gleich viel, nämlich maximal 25 Punkte. Im gesamten Contest gibt es 3 Einzel-Challenges, aber auch 2 Team-Challenges, in denen die Creator miteinander kooperieren müssen. Diese werden etwas anders bewertet, dazu mehr, wenn es soweit ist. Bevor es mit der ersten Challenge losgeht, machen die Creator mit Dennis erstmal einen Stadtrundgang durch Erfurt. Der zweite kleine. Kennt ihr bestimmt aus dem Nachtsprogramm vom Kicker. Was Sie nicht wissen, auf der Krämerbrücke erwartet Sie eine Überraschung. Die erste Challenge! Willkommen in Erfurt. Ich habe vom Sohn der Stadt, Clouseau, oder wie die Erfurter ihn nennen, Klüsen, eine Nachricht für euch.
Tachchen, der Klüsen hier, herzlich willkommen in meiner Heimatstadt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr ihn nicht kennt. Clouseau ist der bekannteste Erfurter überhaupt. Als erfolgreicher Sänger, Rapper und Songschreiber füllt er Säle, Stadien und alljährlich den Erfurter Domplatz. Unser Host Dennis hat schon mehrere Musikvideos für ihn produziert und so kommt es, dass er heute unser Challengegeber ist. Und hier geht's auch schon zur Challenge. Ihr habt 10 Minuten Zeit, um 3 Fotos zu folgenden Themen zu machen. Reflexion, Licht und Schatten und Porträt einer Person. Und ihr dürft pro Thema nur einmal auslösen, also verkackt's nicht. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay. Finde ich nicht gut. 10 Minuten für alle. Ja. Und 3 auslösen. Oder kann ich mehrmals auslösen, dann eins auslösen? Mehrmals auslösen. Oh mein Gott. Noch einmal zum Mitschreiben. Die Creator haben 10 Minuten Zeit, 3 beeindruckende Fotos in der Erfurter Innenstadt zu machen. Unter diesen 3 Fotos soll sein eine Reflexion, ein Porträt und einmal Licht und Schatten. Damit es nicht zu einfach wird, dürfen die Creator für jedes Bild nur einmal den Auslöser betätigen. Aber können wir faire Verhältnisse schaffen? Erstens mal du kennst die Stadt, unfair. Iso hat ja so ein bisschen einen Punkt. Daher bekommt Dennis nicht 10 Minuten Zeit, wie alle anderen, sondern nur 7. Warte, ich bin noch nicht so weit. Ach ja, und dann gibt es noch so einen Twist, den Booster. Alle Creator haben 2 Booster, die sie jeweils vor einer Challenge geheim bei mir setzen können. Mit dem Booster verdoppelt sich die Punktezahl dieser Challenge, aber nur, wenn sie diese auch gewinnen. Falls sie nicht Erster werden, gibt es 20 Punkte Abzug. Aber wäre es möglich, dass wir uns ein bisschen beeilen, weil das Licht wird schlechter. Grüß dich. Oh Gott, das ist so aufregend. Was war's? Reflexion, Porträt? Scheiße, ich hasse Porträts. Besser halten, nachdenken, Porträt. Fuck. Komm. Okay. Fuck, ich gehe hinter die Brücke. 1, 2 Ideen habe ich. Schauen wir mal, wie die aussehen. Kannst du mir einen ganz großen Gefallen tun? Wir machen eine Challenge, haben 10 Minuten, wir müssen 3 Fotos machen. Kannst du da einfach mal lang gehen? Von hier, kannst du einfach nur langsam gehen? Fuck, Alter. Ich finde die Ansicht ja eigentlich auch ganz geil. Reflexion, scheiß Licht. Verdammt, ey, ich gehe mal auf die andere Seite. Ey, versau mir nicht den Shot! Weg da! Okay, Iso shootet schon hier. Nein, fuck. Ich habe das erste Foto gemacht. Ich hab's versaut. Scheiße. Okay, dann ist das so. Komm. Ein Stück zurück, sorry. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Fuck, erstes Bild im Kasten. Alter, fuck. Ah, nicht mal ein Bild gemacht, Digga. Nicht mal eins. Entschuldigung, darf ich dich ganz kurz ansprechen? Kein Stress, alles gut. Hi. Hallo. Hey, ich muss eine Challenge machen und ich muss ein Porträt von jemandem machen. Ja. Könnte ich ein Porträt von dir machen? Von mir leider nicht, das tut mir leid. Ah, scheiße. Er sieht aber so besonders aus. Ich brauche. Okay, alles klar, danke. Das hier ziemlich gut sogar. Reflexion, aber wir haben kein Motiv hier. Das ist alles so langweilig. Reflexion killt mich. Ich kann nicht. Okay, probieren wir es hier. Hallo, ich mache eine Challenge mit anderen Fotografen. Und ich muss in 10 Minuten 3 Bilder machen. Eins davon ist ein Porträt. Und sie sehen so toll aus da mit ihren Büchern. Darf ich ein Porträt von jemandem? Oh, Wahnsinn. Ich bin so nervös. Nee, das finde ich auch zugestellt. Genau, zu mir und richtig lächeln. Dankeschön, Sie sind ein Schatz. Okay. Reflexion. Nee, oder? Ja, nein. Ah, scheiße, abgedrückt. Ah, ist das ein Scheißgefühl. Scheiße, ist das ein Scheißgefühl. Ich glaube, es war kein gutes Bild. Ich wollte fragen, ob es okay ist, wenn ich ein Bild von dir mache. Ja, ich bin, mach. Vielleicht könnten wir es so probieren. Vielleicht kannst du dich so anlehnen oder so. Sekunde. Top, danke schön.
Hi Momo, hi, servus. Ey, das sieht mega geil aus. Darf ich ein Porträt von dir machen? Ja? Sitzen kannst du gut. Dann mach ich, guck mal, im Licht. Ja, so. Blende 1,8. Guck mal in die Kamera. Ganz kurz. Warte, einen Moment. 1, 2 und bitte. Super, vielen lieben Dank. Und okay, danke schön. Ich löse aus. Ah, shit, okay. Reflexion. Das ist es. Wir machen nichts Unanständiges damit. Ist nur ein bisschen kreative Arbeit. Hammer und ausatmen. Dankeschön. Zweiter Shot. Komm, mach das Foto! Komm, mach das Foto! Hier aus dem Bild jetzt! Alter. Dann klau ich den Shot jetzt. 3, 2, 1, für dich ist over. Alles klar. Danke für die Info. So Leute, ich habe 3 Fotos gemacht, aber ich bin nicht wirklich happy. Ich bin wie ein Gestörter hier um die Brücke gelaufen, statt einfach irgendwie mal innezuhalten. Sorry, wir haben euch vergessen, ich habe noch 3 Minuten. Ich habe einen Stranger. Ich habe einen Shot versaut. Ich brauche eine Spiegelung. Wo bringst du hier eine Spiegelung her? Das war's dunkel. Komm schon. Machst du auch hier oder was? Scheiße, dann haben wir das gleiche Motiv. Fertig. 2 Minuten. Noch. Ja, ich habe sie alle. Also, ich denke, ich habe sie alle. Aber meins wird besser. Sorry, kann ich ein Foto von dir machen? Geil, super. Scheiße, jemand hat dich schon gefragt? Nein! Aber können wir das trotzdem noch mal machen? Ich brauche eine Spiegelung. Ihr braucht ein Bild von dem Stream. Ja, einen Stream. Obwohl, pass auf, kannst du dich bitte einmal daran stellen, den Stuhl wegmachen mit dem Tablett? Ganz schnell, nur noch 1 Minute Zeit. Einmal nur daran stellen. Wir haben einen Rucksack vergessen. Einfach nur mit dem Rücken ranstellen. Mit dem Rücken ranstellen? Rücken ranstellen? Ja, genau. Und so bleiben. 30 Sekunden noch. Okay, kannst du mal in die Richtung gucken? Ganz stark? Ja, stopp. So bleiben. Fuck, komm schon. Warte. Ich muss nur den richtigen... 5, Fuck. 4, 3, 2, 1. Foto, hab's. Fertig. Danke, Mann. Alter, ich schwitze am ganzen Körper. Das ist crazy. Der Shot ist aber Money Shot. Ich habe den ersten versaut, aber den habe ich nach Hause geholt. Das ist ein Stranger und eine Spiegelung und also eine Reflexion. Aber geiles Bild. Das ist ein Money Shot geworden. Mit dem Tablett, super schöner Mann. Auch wenn, ich bin gespannt, wer von diesen netten Menschen, man darf ja keinen beleidigen, wer von den Leuten ihn auch noch fotografiert haben. Das war der helle Wahnsinn. Ich muss echt sagen, die ersten 5 Minuten hatte ich Wackelpuddingbeine, ich konnte mich kaum bewegen. Easy, ganz entspannt. Spaziert wie ein Löwe hier durch die Gegend. Naja, war es echt nicht die Challenge, auf die ich gesetzt hatte. Und überraschenderweise ist der erste Schuss echt gut geworden. Also genau der, von dem ich dachte, dass es gar nicht meine Komfortzone ist, nämlich Porträt. Ach komm her. Guck mal nicht so. Ja, wild. Ich hatte tatsächlich alles 3 sind Porträts und das ist eigentlich komplett außerhalb meiner Komfortzone, Fremde zu fragen. Aber irgendwie hat es sich dann doch ergeben und die waren auch mega lieb. Auch im Nachhinein fallen dir die Motive ein, weißt du? Dann denkst du, oh, ich hätte den so stellen sollen und das machen, aber ach. Mit beiden anderen Motiven bin ich echt nicht happy und es waren beide Male Momente, wo ich im Augenblick des Auslösens gemerkt habe, Scheiße, es frisst einen dann auf, dass man weiß, man hat gerade Scheiße gebaut, man darf es nicht wiederholen. Man merkt dann tatsächlich, dass der erste Shot nicht immer perfekt sitzt und dass es ein Segen ist, dass man mehrmals abdrücken kann. Oh, nice, Junge. Scheiße. Halle fucking Luja, war das aufregend. Ja, hast du verkackt? Ich weiß nicht, aber ich habe den ersten Shot verkackt. Ich habe den ersten Shot komplett. Der erste ist geil. Bei mir ist mega geil bei mir angefangen. Bei mir hat es mega geil aufgehört. Ich habe den Money Shot des Lebens, wirklich. Okay. Ich habe den Typen, den du fotografiert hast, den habe ich auch gesehen. Ja. Im Café. Ja. Der ist super gewesen. Den habe ich mir nach Hause geholt. Der steht jetzt bei dir im Wohnzimmer? Der steht bei mir im Bett, schläft er jetzt bei mir. Ja, dann kannst du mir mal assistieren.
Ja, so. Oh, war das schlimm. Kann ich echt nachvollziehen. Und ich ich muss sagen, ich finde echt. Jetzt geht's erstmal zurück ins Hotel. Bis zum Abendessen haben die Creator 1 Stunde Zeit für Bildbearbeitung. Nach dem Abendessen beginnt dann die Auswertung. Wer hat aus der ersten Challenge die überzeugendsten Ergebnisse mitgebracht? Wen küren die Creator zum Gewinner? Und was wird Clouseau dazu sagen? Guck mal, die kenne ich. Hier. Wie geht's euch? Also ich bin angespannter als vorher. Echt? Ja. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein und fangen bei Andreas an. Okay, also ich zeig mal hin, das ist mein erstes Bild zum Thema Reflections. Reflexion ist für mich so ein bisschen was so zwischen den Welten, sphärisch. Ich fand es ganz geil, dass die Frau irgendwie so nachdenklich zuhört. Sie hat diesen Elefanten über sich, der auch für mich so ein bisschen was Mythisches hatte und ist eben umgeben von Reflexionen. Zweites Bild, Strangers. Das sind meine Strangers. Ich weiß nicht, wer sie sind und ihr wisst auch nicht. Niemand, der Betrachter weiß nicht, wer sie sind, weil sie sind unbekannt. Das war mein Gedanke dahinter. Ja, und das Light and Shade. Das ist die Variante. Ich habe im Endeffekt versucht, mit der Geometrie des Bogens zu spielen und ich war nicht so ganz zufrieden. Aber es ist trotzdem ein Bild, was ihr sehr, sehr zufrieden betrachten solltet. Und ich gebe es einmal rum. Swiped einmal schnell durch. Und persönlich fand ich, weil ich viel mit Dunkelheit gespielt habe, das mache ich generell gerne bei vielen Gradings, auch wenn ich mit Farbe arbeite, mache ich gerne kräftige, dunklere Farben und deswegen fand ich den weißen Rahmen noch ganz passend. Machen wir direkt weiter mit Arvid. Hier. Das ist das Spiel mit Licht und Schatten. Ich mag Framing, vielleicht fällt das auch auf. Und dann hat sie die Seite gewechselt und dann wurde halt auch diese Seite wie so ein Rimlight abgelichtet. Und dann habe ich aber einfach gedrückt, nicht viel nachgedacht. Hier, das ist ein Porträt von einem Stranger. Ich verstehe deinen Gedankengang, fand ich auch sehr schön. Klar, ist vielleicht eine Person, die du kennst oder nicht kennst, aber diese Nähe finde ich sehr, sehr wichtig. Ja. Egal. Aber mega schönes Bild. Und das ist mein Reflection-Bild. Da habe ich gecheatet, habe ich mein Handy genommen. Ich weiß nicht, ob das jemand auf Kamera hat, aber Ich so, wo hast du denn die Reflexion gefunden? mit dem Handy funktioniert es extrem gut. Das habe ich von früher von YouTube-Videos. Scheiße. Scheiße. Das ist richtig stark. Das ist doch super. So stark, wirklich. Mega. Wahnsinnig. Dann machen wir mit Dennis weiter. Heimatstadt. Der Druck ist da. Genau, also mein erstes Bild, jetzt muss ich gerade überlegen, das war genau Licht und Schatten. Das wäre das hier. Genau, fand ich halt geil, einfach diesen Bogen zu nehmen, so als Framing und dann auch so diese Brücke nach hinten. Genau, also das Foto ist, glaube ich hatte ja 7 Minuten Zeit und ich glaube, das Foto ist nach 4 Minuten entstanden. Das war das erste Bild, was ich gemacht habe. Und dann hatte ich halt nicht mehr so viel Zeit. Das Portrait of a Stranger gemacht, das ist der Kollege hier. Genau, er saß da halt, ich fand das ganz geil mit der Spiegelung, weil in der Spiegelung sieht man auch ein bisschen was von der Stadt, also den Kirchturm. Genau, das ist die Reflexion. Und ich habe halt probiert, hier unten noch ein bisschen mehr Reflexion reinzubekommen. Ich habe noch ein bisschen Wasser hingekippt und so. Es war schon nass, aber ich hätte mir noch mehr gewünscht. Das ist richtig geil. Ja, das Porträt ist mega fett. Was guckst du mich so an? Machen wir direkt mit ISO weiter. Ich habe angefangen mit einem Foto, was ich aus Versehen ausgelöst habe. Ich wollte in dem Moment auch Reflexionen darstellen, also einfach die Reflexion von Licht in Glas. Heißt, ich habe ein Glas vor die Linse gehalten. Also sieht es für mich so nach Mordor aus, Sauron, Herr der Ringe, bin ich Riesenfan, habe gedacht, ey cool, sieht aus wie das Auge. Als nächstes habe ich Licht und Schatten. Und habe auch wirklich durch verschiedene Fenster, ich habe die ganze Zeit nur durch Fenster geguckt, weil ich gedacht habe, da finde ich die Spiegelung. Ja. Am Ende habe ich da aber dann Licht und Schatten gefunden. Und dann habe ich das Porträt, da habe ich denselben Effekt genutzt. Krass. Mit dem Glas und habe dann die Lichter im Prinzip, die im Hintergrund sind, die nochmal in Curves reingelegt. Was für ein Glas? Das ist so ein Filter, den kannst du vorne raufschreiben. Das sieht geil aus. Ich mag auch den Blick, die Blickrichtung von ihnen, genau mit den Bubbles. Aber das ist eine gute Idee, einfach Sind wir bei den letzten beiden und wir starten mit Salva. Also ich fand, dass es wie so ein kleines altes Dörfchen da ein bisschen aussieht. Und dann habe ich ein Pärchen gesehen und die haben sich im Gegenlicht ganz süß geküsst eigentlich miteinander. Also beziehungsweise ich habe gefragt, ob sie das nochmal neu machen können. Das ist das Porträt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob es okay ist, wenn ich ein Foto mache. Und dann hat die ganze Zeit mega gelächelt. Und dann meinte ich, du kannst ruhig wie eben gucken, also ein bisschen fast schon kritisch.
Und das dritte Bild mit Reflexion, das ist so ein bisschen last minute entstanden. Das habe ich auch mit dem Handy gemacht, habe versucht, ein bisschen die Reflexion von den Bäumen in sie noch reinzukriegen. Sie war gerade am Telefon und ich hatte noch irgendwie gefühlt eine halbe Minute. Und ich habe einfach nur rübergeschrien, ist okay, wenn ich ein Foto von dir mache? Und sie so, ja. Aber das ist geil. Das sieht so wirklich aus, als wäre es im Moment passiert. Ich war mir auch unsicher, ob Hochformat oder quer. Das passt super. Ja, und eigentlich war das Bild tatsächlich Hochformat aufgenommen. Es war komplett Hochformat, aber irgendwie habe ich es nicht gefühlt. Keine Ahnung. Ich wusste nicht vom Bild auch schon mit den Armen, Beinen und dann dachte ich, egal, ich mache einfach einen Cut. Und Ist das alles 70-200? Oder? alles 200, ja. Okay. Also ich glaube, ihr habt alle mitgekriegt, ich bin rumgerannt wie ein aufgescheuchtes Huhn. Ich wusste, dass das nicht meine Stärke ist, was heute passiert ist. Und ich habe auch gleich mit dem ersten Bild so angefangen. Es sah überhaupt nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe dann irgendwie schnell auf den Auslöser gedrückt. Das ist für mich Licht und Schatten. Aber es ist null so geworden, wie ich wollte. Dann Porträt, da bin ich in so einen Buchladen reingerannt. Da wollte ich sie hinstellen, ne? Dieses blaue Licht von außen, warmes Licht von innen. Ich wollte Bücher mit reinnehmen. Und dann Reflexion. Da bin ich auch zu einem Café gerannt und wollte da eigentlich nur gucken in der Scheibe, ob sich der Dom spiegelt. Bin rein und habe gesagt, ey, du sitzt da so cool, kann ich dich fotografieren? Ich hatte da, glaube ich, noch 1 Minute oder so. Oh, mag ich gerne das Buch. Wie schönes Porträt. Ich finde alte Menschen aber auch toll. Das finde ich sowieso geil. Ich liebe Schönes Bild. Safe, schönes Bild. Auf jeden, ja. Bei Porträts ist natürlich das halbe Leben auch einfach der Mensch und sie strahlt so ganz was Tolles aus, so ganz viel Stolz irgendwie. Jetzt kommt der spannende Moment. Ihr müsst Entscheidungen treffen. Ihr müsst entscheiden, wer ist für euch auf Platz 1, wer auf dem letzten Platz. Ich fange beim letzten Platz an. Den letzten Platz hat Andreas geholt mit 8 Punkten. Den 4. Platz, sage ich jetzt mal, haben sich 2 Leute geholt. Und zwar liegen Sasan und Susanna auf Platz 4. Team S. Ja, Mann, Team S. Team S. Kommen wir zu den Top 3. Auf dem 3. Platz ist Dennis. Scheiße. Und hat damit seinen Booster leider falsch eingesetzt. Ich hab's richtig gesagt. So wie er gerannt ist. Ich hab's geguckt. So wie er gerannt ist. Echt jetzt? Alter, ich dachte, er verliert gleich hier die Staatsbürgerschaft von Erfurt. Wirklich. Er ist gerannt und sagt, wie ein Flummi. Ich dachte halt so, komm, Heimatstadt und so, du kennst dich aus und Fotografie easy peasy so. Aber Geil. Oh, Scheiße. Ja. Aber das ist halt die Gefahr. Ja. Die oberen beiden Plätze haben sich tatsächlich nicht viel genommen von den Punkten her. Es trennen sich 2 Punkte zwischen Platz 1 und Platz 2. Auf Platz 2 bist du, Iso. Und damit gewonnen hat Arvid. So, fertig, Serie. Wir haben's, Freunde, wir Das haben's. Ergebnis der Creator-Bewertung im Überblick. Andreas liegt hinten. Er bekommt von den anderen insgesamt 8 Punkte. Den 4. und 5. Platz teilen sich Sanna und Sasa mit jeweils 10 Punkten. Auf Platz 3 ist Dennis mit 18 Punkten. Iso ist mit 21 Punkten auf Platz 2 und auf Platz 1 liegt Arvid mit satten 23 Punkten. Woran die Creator in diesem Moment noch nicht so richtig denken, Clouseaus Bewertung steht noch aus. Ich habe eine Sprachnachricht bekommen von Clouseau. Und so viel kann ich sagen, das ändert noch mal einiges.